Erinnerst du dich an einen Moment, in dem du ja so diese Herzöffnung ganz tief erlebt hast, vielleicht das erste Mal viel tiefer erlebt hast als zuvor? Also für mich gibt es verschiedene Ebenen in der Herzöffnung. Das eine ist die heilsame Öffnung, in der wir uns das erste Mal erlauben, berührt zu werden und wirklich in der Tiefe berührt zu werden an unseren wundesten Punkten. So dieser Moment, wenn man gar nicht weiß, was passiert, das Herz sich einfach öffnet und aus der Tiefe heraus eine ganz tiefe Berührtheit kommt. Das war für mich das allererste Mal, als ich eine bekannte und vertraute Seele wiedergefunden habe, wo an einem Zeitpunkt, wo ich sicher war, dass ich diese Person, besser diese Seele nicht mehr sehen werde in dieser Inkarnation, weil viele Entscheidungen dazu geführt haben, dass diese Konstellation, die ich mit dieser Seele gewählt habe, in dieser Inkarnation nicht möglich sein wird. Und als ich gesehen habe, dass diese Seele trotzdem einen Weg gefunden hat in mein Leben, um mich zu unterstützen und zu supporten, da sind in mir wie Mauern gefallen, Mauern die man aufgebaut hat im Laufe der Inkarnation, um sich selbst zu schützen, um eine gewisse Stärke zu etablieren, um in dieser Welt in einer gewissen Art und Weise zu überleben und zu sagen, ich schaffe den Alltag und man steht am Morgen auf, man geht arbeiten, man versucht zu überleben in dieser rauen, harschen, starken, taffen Matrixwelt. Und dann in diesem Alltag dann wieder sich zu erkennen und wieder gefunden zu haben in einem Wesen, was man überhaupt nicht mit rechnet. In meinem Fall war es klingt lustig, es war kein Mensch, sondern es war ein Pferd. Und als diese Seele in diesem Pferd war und ich es gesehen habe, bin ich zusammengebrochen in mir, weil so eine Liebe da ist, dass eine Seele, die eigentlich als Mensch inkarniert, aber keinen Weg findet in der Konstellation, Familienkonstellation zurückzukommen und dann, dass die Bürde auf sich nimmt und sagt, okay, ich komme als Tier wieder. Und das war in mir mit der Erinnerung, die ich hatte, schon damals, wie so, als würde man die Mauern des Herzens aufsprengen, weil das alleine so eine tiefe Liebesakt ist von einer Seele, einen außergewöhnlichen Körper zu nehmen, die man so nicht wählt, um aus der Liebe heraus jemanden zu supporten, den man gewohnt ist zu supporten und der die Hilfe zu dem Zeitpunkt am meisten gebraucht hat. Und das war damals eine dieser transzendentalen heilenden Herzöffnungen. Und der nächste Punkt war für mich die kosmische Erinnerung, als die Kontakte mit meiner kosmischen, stellaren Herkunft stattgefunden haben. Heißt, ich den Kontakt hatte zu den Extraterrestrischen. Und hier nicht in irgendwelchen astralen Räumen, sondern den physischen Kontakt zu physischen Extraterrestrischen, wo in mir nochmal das Herz geöffnet hat. Und das war eine Herzöffnung aus der Hoffnung heraus, aus der Erinnerung heraus, wer wir alle sind. Und so kann ich jetzt aus meiner Perspektive zu dem Standpunkt kommen, dass eine Herzöffnung dann passiert, wenn unsere Alltagsmatrix bricht. Das ist so aus meiner Erfahrung so die zwei stärksten Momente. Und zum letzten tieferen, noch tieferen Herzöffnung war für mich meine Nahtoderfahrung vor mehr als 2 Jahren. Da war auch noch mal eine ganz andere Berührung. Es war wie so eine Vereinigung, Wiedervereinigung mit der Seele in dem Menschen, die dann stattgefunden hat. Ganz so intensive Momente, ne? Die Begegnung mit dem Pferd, die Verbindung zu dem kosmischen Ursprung zurück und die Nahtoderfahrung. Das sind natürlich jetzt auch, ich sag mal, nicht drei alltägliche Herzöffnungen beim Eisessen, sondern wirklich auch ja für sich ganz, ganz eigenstehende Momente, so mag ich es mal beschreiben und nochmal ganz kurz in den Raum stellen. Ja, also ich wünschte mir, ich könnte euch sagen, dass es mit einem Menschen passiert ist, weil ich hätte mit allem in der Welt damit gerechnet, dass diese heilende Herzöffnung mit einem Menschen passiert. Aber in meinem Fall war es anders. Das war einfach unerwartet und lustig. Und vielleicht ist genau das der Schlüssel, dass man es nicht erwartet. Und aus meiner Perspektive rückwirkend betrachtet, hätte diese Herzöffnung wahrscheinlich über einen Menschen nicht den Effekt gehabt, wie es jetzt passiert ist über dieses Pferd. Weil man rechnet nicht damit. Und das klingt so ein bisschen wie so ein Mädchengeschichte oder sowas. Aber aus der
Sicht betrachtet, war das der einzige Weg damals, um an mich ranzukommen. Tatsächlich. Und Also, das Schöne ist ja auch, dass dieses ganze Konzept von Liebe oder Herzöffnung die Weite dadurch auch kriegt, ne? Weil wir so schnell in so einem klassischen westlichen Aufwachsen darauf konditioniert sind, dass das unbedingt mit einem anderen Menschen passieren muss oder dass das nur in ja, Beziehungen passieren kann, sondern dass das wirklich das ganze Leben davon berührt sein kann. Der ganze Kosmos kann deine Begegnungsstelle für Herzöffnung sein. Ich finde, das schwingt da schön mit. ja. Hm. Ich habe mir auch gewünscht, es wäre der Traumpartner gewesen oder sowas. In meiner rosa Welt hätte ich das erwartet und wahrscheinlich genau, weil es unerwartet passiert ist, kann ich sagen, es ist echt. Und hat auch scheinbar deswegen genau den Effekt gehabt, weil das Ego nicht im Weg steht. Und eine Herzöffnung kann auch nur dann stattfinden, wenn das Ego es nicht blockiert. Also man kann eine Herzöffnung, so eine aus der Tiefe heraus nur erlauben und nicht daran arbeiten. Man kann daran arbeiten, sich selber aus dem Weg zu treten, das Ego zu beruhigen, ruhiger zu werden vom Kopf her, weniger zu kontrollieren vom Kopf her. Aber letzten Endes ist das Öffnen des Herzens ein Erlaubensprozess, weil die Seele selbst hat ein offenes Herz in der Kommunikation. Immer. Liebe ist eine Essenz, mit der die Seele kreiert, co-kreiert permanent. Das Ego blockiert das nur gerne. Und wenn wir Trauma erfahren, wir verletzt sind, wir einfach unser Lebensbuch geschrieben haben und jedes Kapitel kunterbunt und voller Emotionen ist, dann ja, braucht es manchmal einen Erlaubensprozess, dass das zu einem zurückkommt, was natürlich immer da war. So, das ist meine Perspektive, meine